Joachim Herrmann ist mir jetzt zugeschaltet, der bayerische Innenminister von der CSU. Herr Herrmann, ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Ja, wir haben ja seit Jahren den Streit um die Flüchtlingskosten. Das geht immer auch hin und her zwischen Bund und Ländern. Nun sind also neue Schuldenaufnahmen für die Länder möglich. Und zumindest das Bundesland Berlin hat schon angekündigt, die eben auch aufnehmen zu wollen für Flüchtlingskosten. Wie schauen Sie auf diese Pläne? Ich glaube, dass das nicht die richtige Zukunftsbotschaft für unser Land sein kann. Wir haben allein in Bayern jetzt im vergangenen Jahr etwa 2,6, 2,7 Milliarden Euro insgesamt für den Flüchtlingsbereich ausgegeben. Und wir müssen jetzt alles dafür tun, um diese Kostenentwicklung zu begrenzen. Dazu gehört, darüber wird ja aktuell in Berlin verhandelt, dass wir die Migration begrenzen, dass wir die Zahl der Flüchtlinge reduzieren und umgekehrt solche, die Straftaten verüben, insbesondere beschleunigt wieder zum Verlassen des Landes bringen. Und das kann dann insgesamt die Zahl der Flüchtlinge reduzieren und damit auch zu Kosteneinsparungen führen. Jedenfalls ist das die Perspektive, Schulden zum Beispiel zur besseren Ausrüstung unserer Bundeswehr zu machen, nicht die richtige Botschaft, sondern gleichzeitig zu sagen, dann haben wir auch mehr Geld für Flüchtlinge. Nein, wir sind insgesamt in der Integration vielfach inzwischen überfordert und wir müssen deshalb die Flüchtlingszahlen begrenzen. Naja, das sind ja zwei Paar Schuhe. Herr Herrmann, Sie sind jetzt auch noch relativ zurückhaltend auch mit der Kritik in Richtung Berlin. Dabei gibt es ja eigentlich seit Jahren auch die Klagen und auch jetzt eben aktuell ja wieder durch den Länderfinanzausgleich, dass Bayern da immer wieder auch benachteiligt wird. Und solche Gelder gehen ja dann eben auch nach Berlin. Also müsste man nicht sagen, auch in dem Bereich braucht es Konsequenzen, wenn die Berliner dann auch sogar Schulden aufnehmen, um Flüchtlingskosten zu finanzieren? Wir haben in der Tat eine starke Belastung des bayerischen Haushalts auch durch den Länderfinanzausgleich. Und es ist dann natürlich vor allen Dingen bemerkenswert, wenn ein Land wie Berlin zum Beispiel seine Kitas kostenfrei zur Verfügung stellt, während in Bayern selbstverständlich von allen Eltern, außer den extremen Sozialfällen, ansonsten von allen Eltern erwartet wird, dass sie etwas für den Kindergarten, dass sie etwas für die Kita entsprechend auch bezahlen an Elternbeiträgen. Da merkt man schon, dass das schon auch aus bayerischer Sicht etwas merkwürdig wird, was wir dann letztendlich mit unseren hohen Beiträgen im Länderfinanzausgleich alles bezahlen, was dann sozusagen zu einer größeren Großzügigkeit in anderen Ländern führt. Aber trotzdem bleibt es dabei, was die Flüchtlinge anbetrifft, müssen wir insgesamt die Kosten reduzieren. Das ist ein wichtiges Thema jetzt in den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag in Berlin. Es geht darum, dass sich der Bund auch weiterhin oder wieder mehr auch an den Kosten der Länder und Kommunen beteiligt. Der Bund kann nicht nur sagen, wir organisieren das und zahlen dürfen das die Länder und die Kommunen. Hier muss entsprechend der Bund auch sich finanziell engagieren. Aber er muss vor allen Dingen auch jetzt die Weichen so stellen, dass die Kosten nicht weiter in den Himmel wachsen, sondern deutlich begrenzt werden. Es ist keine vernünftige Perspektive für die nächsten Jahre zu sagen, ja, jetzt haben ja die Länder die Möglichkeit, mehr Schulden aufzumachen und dann wird das schon bezahlbar sein. So geht das nicht. Herr Herrmann, ich möchte mit Ihnen gerne auch über die Personalie Günther Felsner sprechen. Der amtierende bayerische Bauernpräsident, der sollte ja eigentlich nach den Plänen auch der CSU künftig Landwirtschaftsminister werden. Nach Aktivistenprotesten hat er sich jetzt zurückgezogen, will das nicht mehr machen. Ich habe gerade mit Peter Guhr gesprochen von den Freien Bauern und der hat gesagt, na ja, aber jemand, der Minister werden will, der müsste doch sowas eigentlich aushalten. Wie sehen Sie das? Ja, wir haben uns in der Politik inzwischen an vieles gewohnt, aber ich habe gerade in den letzten 2 Tagen viel nochmal mit Günther Felsner auch persönlich telefoniert, die Lage mit ihm besprochen und ich habe einfach Respekt davor, wenn seine Familie das für unerträglich hält. Da ist eben noch nicht so viel dickes Fell gewachsen wie bei dem einen oder anderen Politiker und deshalb kann ich nur sagen, ich respektiere das, wenn er sagt, er will das so wie er das jetzt erlebt hat, wie das seine Frau, seine Familie erlebt hat. Er will das seiner Familie so nicht zumuten. Und ich denke, und das habe ich ja auch gerade jetzt nochmal auch im Bayerischen Landtag erklärt, wir müssen alle aufpassen, dass wir zum einen wirklich politische Auseinandersetzungen nicht in das Privatleben von Menschen, die sich in der Gesellschaft engagieren, hineintragen. Da muss mehr Respekt auch vor der Privatsphäre sein. Jeder darf zum Beispiel natürlich für seine
Weltanschauungen in der Landwirtschaftspolitik demonstrieren. Jeder darf auch gegen den Bauernverband demonstrieren und dergleichen. Aber das muss nicht auf dem Privatgrund eines einzelnen Bauern, und sei er auch der Bauernpräsident, erfolgen. Das ist tabu. Da prüft die Polizei jetzt entsprechend den Vorwurf des Hausfriedensbruchs. Und so wie Animal Rebellion das verkündet hat, das sei ein friedlicher Protest gewesen. Nein, der hat auf dem Privatgrund von Günter Felsner stattgefunden. Und das ist eben nicht zulässig. Ja, das ist ja auch schlicht Hausfriedensbruch, Herr Herrmann. Aber abgesehen mal von dem persönlichen Aspekt, also welches Zeichen sendet denn politisch dieser Rückzug von Günter Felsner? Haben nicht am Ende eigentlich die Aktivisten auch einfach bekommen, was sie wollten? Das ist in der Tat das Fatale, was nach außen damit natürlich als Botschaft getragen wird, dass sie mit einem solchen öffentlichen Druck, und das ging ja jetzt in den letzten Tagen schon mit sehr vielen entsprechenden Botschaften, auch in den Social Medias, was da alles ins Internet gestellt wurde, ja, dass in der Tat damit letztendlich jemand gezwungen wird, jemand motiviert wird, in der Tat die Finger davon zu lassen, sich hier nicht weiter entsprechend zu engagieren oder jedenfalls kein Ministeramt wahrzunehmen. Günter Felsner wird Bauernpräsident bleiben, soweit ich das beurteilen kann. Das ist ja auch richtig und wichtig so. Ich schätze Günter Felsner sehr. Er macht eine ganz tolle Arbeit als Bauernpräsident und ich hätte ihn auch gerne als Minister gesehen, aber er hat sich nun so entschieden. Ja, wir sind eine Situation, die wir inzwischen auch bei einer Reihe von Kommunalpolitikern erleben, die eben nicht alle so ein, ich sage es nochmal, dickes Fell haben, wo ich immer wieder damit konfrontiert bin, dass Bürgermeister sozusagen einfach, ich sage ganz salopp, den Laden hinschmeißen und sagen, ich halte das nicht mehr aus, mit welchen Angriffen ich konfrontiert werde, in welchem Stil der zum Teil diskutiert wird. Es gibt immer mehr Kommunalpolitiker, das gilt zum Teil um extreme politische Kräfte, die da entsprechend angreifen. Das gilt für manche auch vor Auseinandersetzungen vor Ort. Wir müssen da jetzt schon aufpassen, dass unsere politische Debatte nicht derartig verroht, dass sich gerade engagierte Demokraten zurückziehen und sagen, unter diesen Bedingungen bin ich nicht mehr bereit, mich für unser Land zu engagieren. Das wäre fatal für unsere Demokratie. Nur ganz kurz noch, Herr Herrmann, haben Sie schon einen Nachfolger im Köcher? Das ist Sache unseres Ministerpräsidenten, das ist nicht die meine. Markus Söder gibt die Marschrichtung vor. Ein Versuch war es wert. Herr Herrmann, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Alles klar, vielen Dank, Ihnen auch einen schönen Tag. Ihnen auch.